sag's dir jetzt, weil... Also das Ding ist halt, wenn man jetzt nichts sagen würde, also wenn man es nicht sagen würde, dass du gescampt wurdest und du machst es halt nochmal, dann wirst du wieder gescampt. Aber wenn wir dir jetzt sagen, du wurdest gescampt, dann passt du beim nächsten Mal hoffentlich besser auf oder fragst vorher jemanden nach einer Einschätzung und dann wird es hoffentlich nicht nochmal passieren. Also einmal muss man gescampt werden in seinem Leben, sonst wird es immer wieder passieren. Und besser, man kriegt es gesagt von jemandem, als dass man es niemals erfährt. Oder dass alle Leute nur mit dem Kopf nicken und sagen, ja, passt schon oder so. Oder noch nie auf der Straße angesprochen, Jürgen, ne. Die meisten Leute erkennen mich auch nicht, wenn ich meine Arbeitskleidung trage. Ich bin ja... Wenn ich zur Arbeit gehe, dann, pass auf, dann trage ich ja immer meine Arbeitskleidung, weißt du? Da erkennen mich die meisten Leute nicht. An den Augen vielleicht, aber so genau schauen die meisten nicht hin. Deswegen ist das immer so eine Sache mit dem Erkennen. Auf der Straße. Schwierig. Würdest du ein Schild auf +10 bringen, lohnt sich? Nein. Bis wie viel sind die Upgrades zu 100%? Kommt auf die Art des Upgrades an. Erster Suit-Sockel ist 100%. Erster Einhandwaffen-Sockel ist 100%. Die ersten beiden Zweihandwaffen-Sockel sind 100%. Die ersten 4 bis +4 Normal-Upgrades mit Last Product Low sind 100%. Und das war's gleich eh schon. Aus dem Karton isst du sie. Ekelhaft. Hatte jemand Koks gesagt? So. Das will ich doch schwer hoffen. Gibt doch nichts Besseres, als nach einem entspannten Arbeitstag die Nase in einen kleinen Haufen Schnee zu tunken. Soll ich meine neuen G-Pros verkaufen oder behalten? Naja, wenn du Geld brauchst, verkaufst sie. Wenn du kein Geld brauchst, verkauf sie nicht. Ganz einfach. Protects sind besser als Geld. Also wenn du es nicht unbedingt verkaufen musst, behalt sie. 2 Stunden am Tag fühlt sich bei Grind Games so an, als könnte man es gleich sein lassen. Ja, also mit der Loser-Mentality wirst du niemals im Leben irgendwas erreichen. Was ist denn das für eine Loser-Mentality? Tätowier dir halt gleich Loser auf die Stirn. Ruddy Suit gedroppt. Ruddy Suit. Ey, yo, Chat. Ist das was wert? Erstmal auf den Boden schmeißen. Eine Mio. Tagträumer. Flaming Bone Cruiser Set könnte die Kombination der most overhyped Items in dem Game sein. Weil man sie einfach literally beide nicht wirklich braucht. Und trotzdem sind sie aus irgendeinem Grund ultra beliebt bei gefühlt 90% der Spieler. Spaß. Entschuldigung. Nein, meine ich nicht abschalten, nein. Ist OG? Es ist auch OG, aber heutzutage ist es halt einfach nicht mehr gut. Ich meine, was bringt es mir, ein Item zu tragen, das OG ist, aber es einfach weder den Wert, den ich dafür zahlen muss, also Preis-Leistung, kacke ist, und das Item an sich auch einfach kacke ist. Also die reine Leistung von dem Item ist auch einfach kacke, beziehungsweise braucht man es einfach nicht, es ist einfach überflüssig. Was bringt mir das dann? Egal wo du hingehst, jeder Elle pullt und killt mit Winfield. Ja, auch das ist ein Relikt der Vergangenheit. Von Flive PC früher. Wo man basically als Elementor nur Winfield benutzt hat
Also ich auch, muss zugeben, bis ich meinen ersten Elementor 2018 oder, ja, ich glaube es war 2016, bis ich meinen ersten richtigen Elementor auf Live-PC gespielt habe, wusste ich legit nicht mal, dass Elle so viele AOE-Skills hat, weil die einfach nie jemand benutzt hat. Es hat immer jeder nur Windfield benutzt und ich wusste gar nicht, dass sowas wie Poison Cloud existiert. Und als ich dann mein erstes Mal Elementor auf Murano damals gespielt habe, extra auf einen anderen Server angefangen für den Char, da habe ich dann tatsächlich auch so ähnlich gespielt wie hier tatsächlich. Da habe ich so ein bisschen Hybrid-Elle gespielt. Also eben nicht das mit Windfield, mit Hit and Run, aber auch nicht Face-Tank, sondern so eine Mischung. Also so schon weggelaufen, aber wenn ich gemerkt habe, okay, jetzt sind nur noch so 5, 6 Monster übrig oder die restlichen Monster, die kann ich easy tanken, dann bin ich stehen geblieben, habe sie gefinisht sozusagen. Aber da habe ich tatsächlich auch mit Avalanche gearbeitet, mit Poison Cloud, so wie hier im Endeffekt. Und das hat actually auch ziemlich Spaß gemacht. Wohingegen das klassische Windfield-Pullen bei den Mammuts ja eigentlich überhaupt keinen Spaß macht. Der einzige Teil, der daran Spaß gemacht hat oder Spaß macht, ist der Teil, wo du dann nach einer OE 20 Level bekommst. Und zugegebenermaßen, ja, das ist nicht irrelevant. Aber das reine Gameplay von dem alten Windfield Elementor bei Live PC, das war halt absolut Trash. Weil es einfach saulangweilig war. Du hast gegen Monster gekämpft, die 80.000 Leben hatten, hast aber mit jedem Hit nur 500 Schaden gemacht. Und es hat einfach eine halbe Stunde gedauert, die zu töten. Und das einzige Geile war dann halt nach den 30 Minuten, dass du halt die ganzen Level-Ups bekommst, beziehungsweise die ganze XP. Aber ich finde so in Live Universe, wie man den Elementor jetzt spielt, macht's viel mehr Spaß. Und es geht immer noch sauschnell. Und abgesehen davon würde die Windfield-Taktik in Live Universe ja sowieso nicht funktionieren. Also hat man eigentlich gar keine andere Wahl mehr, als normal zu spielen. Trotzdem benutzen viele Leute basically nur Windfield. Das ist auch echt komisch. Die hängen in der Vergangenheit fest. 2,7 Millionen Penya. Das heißt, es muss nur einmal klappen. Oh, es hat einmal geklappt. Let's go. Oh mein Gott, es hat legit nur einmal geklappt. Bruh. Wow. Was für ein Trash. Welle ist geschlossen. So. Und jetzt hole ich mir meinen saftigen AG-Stick. Jetzt hole ich mir den saftigen AG-Stick. Und Items gedespawned. Ja, so schnell geht es nicht. Oh, AG-Yo-Yo. AG-Yo-Yo, baby, let's go. Legendary motherfucking Yo-Yo, baby. Schade, die schlechteste Waffe gedroppt. Eine der schlechtesten Waffen. Aber es ist ein AG-Yo-Yo. Easy money, baby. Chat. Und damit ist die Wette auch schon gelaufen. Die ekelhaftesten Shops sind immer die, du sagst dir so selber beim Shops durchgucken, okay, G-Product 20, A-Product 10, S-Product 16. Und dann gehst du in so einen Shop, der hat fett dastehen, A-Product, S-Product, G-Product, also genau das, was du suchst, so ungefähr. Und dann A-Product für 15 statt für 10, G-Product für 28 statt für 20 und S-Product für 22 statt für 16. Das sind aber die räudigsten. Und ich denke mir immer, das kann doch gar nicht funktionieren. Die können doch gar nichts verkaufen, wenn die schon beim Cash-Kurs von übernächster Woche sozusagen sind. Aber ich weiß nicht. Also ich meine, würdest du wirklich jeden Tag, oder gut, die haben wahrscheinlich Vendor-Shops, die 3 Tage halten, aber würdest du wirklich alle 2 oder 3 Tage einen Shop aufmachen, wo du eigentlich genau weißt, du wirst nichts verkaufen? Nein, würde man eigentlich nicht machen. Und das heißt, im Umkehrschluss verkaufen diese Leute für diese Preise tatsächlich Products. Und ich finde das einfach nur traurig. Traurig und verwunderlich, weil wer zur Hölle kauft den Scheiß? Also ich meine, literally jeder andere Shop ist günstiger. Ich verstehe nicht, wie solche Leute irgendwas verkaufen können. Ich verstehe es einfach nicht. Selbst wenn ich dringend A-Products brauchen würde, würde ich halt einfach bei dem kaufen, der sie für 11 drin hat, statt für 10. Also statt
bei dem zu kaufen, der sie für 13 drin hat statt für 10 oder für 15 statt für 10. Das hat mich schon immer fasziniert bei Flav, dass solche Leute mit solchen Geschäftsmodellen, nennen wir es mal, tatsächlich Erfolg haben und damit Kohle machen.